Wir haben alle bunten Segel gesetzt, die wir haben. Der Schlauch vom Wassermacher, der ist am Übergang Schlauchfitting undicht. Wir haben jetzt kein warmes Wasser mehr und der Schaum war aufgeplatzt und alles. Das ist so schön hier. Ja, man könnte echt sagen, wir sind so in dieser Saison endlich mal angekommen. Ja. Bisher waren wir ja hauptsächlich auf der Flucht oder wollten irgendwo hin oder irgendwo schnell weg oder mussten irgendwas tun, was wir gar nicht tun wollten, wie zum Beispiel irgendwas reparieren. Lido Paradiso sagen wir dazu, Ja. weil das so schön hier ist. Am letzten Samstag waren wir in Melera Bay Auf Malta. als Schutz vor Welle und Wind. Wir wollten dann zurückfahren nach Gozo. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir fast rüber motoren müssen und dann konnten wir aber richtig schön segeln. Und dann ist das passiert, was immer passiert, wenn wir schön segeln können. Wir denken nämlich, oh, können wir nicht gleich weiterfahren? Das ist ja dieselbe Richtung wie die Westspitze von Sizilien. Und Genau. zwar sah es so aus, als ob wir die nächsten 1 bis 2 Tage schwachen, aber konstanten Wind hätten mit relativ wenig Welle, der uns mit einigermaßen Glück, mit nicht zu vielen Motorstunden bis an die Westspitze von Sizilien trägt. Wir haben kurz Anker geworfen, haben alles verstaut. Stunde haben wir gebraucht und sind dann losgefahren Richtung Sizilien. Zack, Ja. weg. Tschüss. Wir sind nachts um Trapani rumgefahren und sind morgens genau in dieser Bucht angekommen. Morgens um 9, also ungefähr um die Zeit. Das Ja. ist ein unglaublicher Blick. Das Wasser ist türkis, hier sind hohe Berge drumherum, also richtig, richtig schöne Berge. Wir waren hier nur einen Tag gelegen und dann mussten wir schon ausweichen. Hier sind wir wieder auf der Wanderschaft. Wir haben gestern beim Ankermanöver festgestellt, dass der Grund so schlammig ist und so viel Dreck mit der Kette hochkommt. Wir mussten zweimal umankern, weil der Anker nicht gehalten hat. Und dabei ist unser Eimer in den Fluten versunken und deswegen brauchen wir jetzt einen neuen. Buongiorno. Stehen 3 Jungs, die gucken jetzt gerade, was wir da machen. Was genau, was machen wir? Ich bin so total. Genau, Streifen wir durch Castellmare del Golfo. del Golfo Ja. auf der Suche nach Napuz. Ja, wir wissen jetzt schon mal, dass das Secchio heißt auf Italienisch. Das hatte uns der erste Laden gleich weitergeholfen. Und ich finde immer so faszinierend, hier von den Balkons wird das immer runtergereicht. Da vorne hängt auch einer, damit man das nicht runtertragen muss. Und da scheint wohl jeder zu wissen, dass man das aushängt, in den Mülleimer kippt, ins Müllauto kippt und wieder dranhängt. Das finde ich total cool. So. Also, es ist ein schönes Städtchen. Es hat so was von einem alten Gebirgsort. Und hier unten gibt es ein Castello. Also deswegen heißt es ja Castello Mare del Golfo. Das ist ein Normanno-Arabisch. Also sehr alt. Aus der normannisch-arabischen Zeit noch. Ist aber nicht mehr viel übrig.
Das war jetzt vom Ankerplatz, finde ich, nicht das Schönste. Die Stadt selber war aber richtig nett. Total, also am Berg. Also es ist sehr viel bergauf, bergab laufen, wenn man da wohin möchte. Wir mussten leider neben der Pütz noch einen zweiten Verlust verarbeiten. Unser Heißwasserboiler, wir mussten uns von ihm verabschieden. Ja. Er hat dann nach 30 Jahren Arbeit auf diesem Boot dann doch Ich habe ist in irgendwann, Rente gegangen. irgendwann festgestellt, dass die Frischwasserpumpe ständig läuft. Ich habe es dann auch plätschern hören und habe nur gesehen, dass unter dem Warmwasserboiler heißes Wasser rausläuft. Konnte es aber nicht lokalisieren, die Schläuche waren fest und damit war klar, das Gehäuse selber muss durch sein. Der war auch alt und der Schaum war aufgeplatzt und alles. Wir haben jetzt kein Warmwasser mehr, außer der Warmwasserbereiter und die Solardusche draußen. Wir werden am Donnerstag Besuch bekommen. Christophs Schwester kommt ganz, ganz spontan und kurzfristig. Also tatsächlich, Christoph hat sie irgendwie, als wir hier angekommen sind, angerufen, hat gesagt, es ist so, ich war noch nirgendwo, wo es so schön ist Ja, wie das ist hier. tatsächlich so. Das ist die schönste Bucht, in der ich jemals war. Und dann hat Steffi gesagt, ja, da komme ich, gucke ich mal. Und zack, war gebucht. Und zack, kommt sie jetzt am Donnerstag und bleibt eine Woche. Und wir werden uns also in der Zeit hier noch ein bisschen rumtreiben. Ein letzter Blick auf diese traumhaft schöne Ankerbucht. San Vito lo Capo gilt als eine der schönsten Strände Siziliens. Wir können das absolut verstehen, warum. Wir lagen jetzt ein paar Tage hier, haben ein bisschen uns ausgeruht, haben Besuch, Christophs Schwester ist da und werden jetzt aber weiterfahren. Zum einen bekommen wir ein Paket. Das ist jetzt extrem wichtig für uns. Uns ist der Schlauch vom Wassermacher, der ist am Übergang Schlauchfitting undicht. Das ist nicht ganz gewöhnlich. Wir wissen nicht so ganz genau, warum es ist. Ist auch völlig egal. Also wir haben aufgehört, uns Gedanken darüber zu machen, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Sie sind so. Und wir haben jetzt von Julian von Ocean Springs Watermakers, den haben wir ja vor 3 Jahren auf der Messe kennengelernt in Düsseldorf und haben uns von Anfang an gut verstanden. Und der hat uns geholfen und hat uns Tipps gegeben, was wir tun können, weil er sich einfach perfekt mit Wassermachern auskennt. Und für alle, die sich überlegen, Wassermacher zu kaufen, schaut euch unbedingt seinen Wassermacher oder seine Wassermacher an. Ihr habt den besten Support, den es gibt. Wir hatten leider ja schon gerade ganz kurz unseren Rainman und deswegen haben wir damals nicht getauscht, aber wer weiß, was noch kommt jetzt, wo der Schlauch auch kaputt gegangen ist und so weiter. Ist auch egal, anderes Thema. Ich kenne nicht die Karibik, aber ich finde, das hat ein bisschen was davon mit dem Berg. Hinten dran ist ein Naturschutzgebiet. Zingaro oder so heißt das, glaube ich. Das heißt, da gibt es keine Straßen und nichts. Da muss man alles erwandern, wenn man dahin möchte.
Und dementsprechend ist das natürlich alles auch sehr ruhig hier, traumhaft. Außerdem kommt auch die Tage ein kräftiger Wind. Da ist die Bucht hier ungeeignet, weil, wie ihr seht, sie ist nicht besonders geschützt, sie ist ziemlich offen. Und wir werden uns für den starken Wind nach Castellammare del Golfo verziehen, hinter die Mole. Wir warten noch auf ein zweites Paket, auch das kommt nach Castellammare del Golfo. Wir brauchen nämlich noch Adapter. Wenn das alles dann da ist, fahren wir weiter, entweder Richtung Liparische Inseln oder Sardinien. Oder wenn es gar nicht anders geht, fahren wir auch nach Mallorca. Das ist jetzt egal. Hauptsache, wir können dann langsam hier los. Jetzt ist auch gut. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Also wir haben nur noch 3,8 Knoten echten Wind und fahren noch 1,6 Knoten durchs Wasser und 1,7 über Grund. Also das ist wirklich nicht viel. Wir sind tapfer heute. Wir haben alle bunten Segel gesetzt, die wir haben. Nee, nicht alle, aber fast. Also wir haben den Missenballooner gesetzt. Besan ist sowieso draußen, Großes draußen, und wir haben den ich weiß gar nicht, wie der heißt, wie Amel den immer nennt, auch ein Ballooner gesetzt. Aber ihr seht ja so gut wie kein Wind, aber trotzdem, hoppsa, nicht vom Boot gefallen, trotzdem immer noch fast 2 Knoten Fahrt, immer noch, also das wundert mich tatsächlich. Also halbe Windgeschwindigkeit, aber es ist trotzdem, es merkt ihr ja, es schlägt alles so ein bisschen, es zieht sich ein bisschen, und wie immer, wenn man sowas macht, ist es sowieso schon heiß, weil es Mittag ist, und dann ist man in 0, nichts durchgeschwitzt. Wir lassen das jetzt erstmal stehen. Wir haben noch 12 Meilen oder 10 Meilen vielleicht. Wir haben es auch nicht so eilig, also können uns da Zeit lassen. Wir waren jetzt lange in dieser Bucht gewesen und ich hatte mich auch sehr darauf gefreut, lange in einer Bucht zu liegen. Jetzt waren wir über eine Woche dort und ich stelle fest, so nach einer Woche, das reicht dann auch. Ich will weiterfahren. Deswegen ist es gut, dass wir weiterfahren. Uns haben die paar Tage jetzt echt gut getan. Und ich bin froh, dass meine Schwester mal an Bord ist. Für die ist das auch super spannend. Dann hoffe ich mal, dass der Schlauch für den Wassermacher heute Abend tatsächlich da ist. Der Adapter ist noch nicht da, der Schlauch schon. Gestern haben wir eine gute Nachricht bekommen, und zwar, dass das Paket angekommen ist. Und das ist gestern in Castellammare del Golfo angekommen. Deswegen sind wir dorthin gefahren, haben das abgeholt. Da ist alles super gelaufen. Was jetzt noch fehlt, sind die Adapter dazu. Und deswegen bleiben wir hier in der Gegend. Wir haben heute Morgen Castellammare del Golfo verlassen. Eigentlich wollten wir in eine der nächsten Buchten, aber es ist Sonntag. Und wir haben schon beim Losfahren um 10 gesehen, dass da eine riesige Schlauchbootprozession war und schnelle Motorboote und viele Tagesausflügler, die keine Ahnung von nichts haben, vor allem nicht vom Ankern. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir fahren jetzt ca. 16 Meilen hier um die nächste Landspitze rum, Richtung Palermo. Dort gibt es ruhigere Buchten, weil die sind so weit weg von jeder Stadt, dass da
auch keine kleinen Ausflügler hinfahren. Und deswegen ist das für uns das Tagesziel. Ich freue mich sehr darauf. Wir haben sogar echt Glück. Wir haben halben Wind, wie ihr sehen könnt. Wir können entspannt segeln. Der Autopilot tut seinen Dienst. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Wir machen ungefähr 4 Knoten Fahrt. Ich liebe diese Küste hier. Das ist echt so wunderschön, dieses Nordsizilien. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Von euch haben noch mal ganz viele die Frage gestellt, was eigentlich jetzt mit dem Motor ist und war und warum wir die Reise abbrechen mussten, kurz vor Messina. Der Motor hat ja Einspritzleitungen und die Einspritzleitungen sind mit einer Kugelfassung in eine Art Schalensitz eingepresst mit einer Hutmutter. Und dazwischen gehört keine Dichtung. Und normalerweise sind die auch dicht. Das ist einfach dadurch, dass sich Metall auf Metall presst, sind die dicht. Das ist also ein Formschluss. Letzten Sommer in der Saison hatte ich eine größere Leckage und ich habe mich daran erinnert, dass mir ein alter Schiffsmechaniker erzählt hat, dass man sowas provisorisch mit Blei abdichten kann. Deswegen hatte ich da Blei dazwischen gequetscht. Das war zwar fein, hat mich auch die ganze Saison zu Ende gebracht und auch durch den Winter, aber irgendwann durch die hohen Drücke wird das Blei halt ausgespült und das war wohl das Problem. Ich habe natürlich die Hutmutter festgezogen, das haben ja verschiedene von euch gesagt, aber sie ließ sich nicht mehr festsetzen und das lag wohl daran, weil die verkantet da irgendwie in dem Sitz drin war. Ich habe dann auf dem Rückweg das alles nochmal komplett abgenommen und habe den gesamten Blei rausgekratzt und rausgeschmolzen und wieder rausgekratzt. Das war sehr langwierig. Musste sehr darauf achten, dass keine Reste in den Einspritzdüsenstock fallen, also in den Düsenstock fallen. Und dann hatte ich es nochmal probiert und habe halt sehr darauf geachtet, dass die Kugel auch richtig sitzt. Und dann war es auch gut. Danach wurde es wieder irgendwann leicht undicht und das lag halt daran, weil oben, ich bin offensichtlich irgendwann mal auf die Leitung drauf getreten. Deswegen war die Leitung verkippt und deswegen auch der Kugelkopf verkippt in dem Sitz. Und das habe ich nochmal ausgerichtet. Also ich habe die Leitung wieder zurechtgebogen, dass sie wieder sauber sitzt und habe die Hutmutter wieder gesetzt. Und jetzt ist es tatsächlich dicht. Wir sind von Südsizilien nach Malta, von Malta nach Westsizilien und um Westsizilien komplett rumgesegelt und es ist dicht. Also wir haben seitdem, glaube ich, 20 oder 30 Motorstunden gehabt und das ist überhaupt kein Problem mehr. Der Motor ist also in Ordnung. Und wir haben auch ganz häufig die Kommentare bekommen, schmeißt den Motor raus. Das finde ich nicht. Ich finde, dass die alten Motoren viel verlässlicher sind als die neuen Motoren und gerade der Perkins ist ein echtes Arbeitstier und die Ersatzteile sind vor allem noch alle erhältlich und im Vergleich zu Volvo Penta oder anderen moderneren Motoren deutlich günstiger. Deswegen bleibt der drin.